Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und heute zeige ich dir, wie du diese kleine Hausschachtel basteln kannst. Beim Demo-Doppel von Angela von der Stempelfamilie und mir wird es diesen Monat maritim. Wir zeigen Ideen rund um die Produktreihe Bezaubernde Bucht aus dem aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up. Mein erster Beitrag ist wie gesagt diese kleine Hausschachtel, die ich bei der französischen Demonstratorin Sandrine gesehen habe. Habe mir ein Bild angeguckt, habe mir die Maße überlegt und das Ganze dann mal zusammengebaut und ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Und dann fangen wir auch mal direkt an zu basteln. Verwendet habe ich hier einmal Designerpapier, was ich aus der Reihe Bezaubernde Bucht sieht. Ich habe da schon ziemlich viel benutzt, das ist echt schön, das glänzt und hat so Reflekte, das gefällt mir richtig gut. Und habe das dann zum Teil bestempelt. Zwar hier mit dem Meeresbucht. Hier habe ich einfach mir mein eigenes Designerpapier gemacht, einfach weißen Farbkarton genommen, geschnitten, gefalzt und dann mit dem anderen maritimen Set aus dem Katalog Sea Turtle bestempelt. Das ist ein Two-Step-Stempelset, dass man die unten Wände stempelt, hoch, dass man das übereinander stempelt. Ich zeige das mal. Einmal hier die Schildkröte. Sieht hier auf dieser Seite ist die Struktur, die ist hier bei mir dunkel. Wenn man sie gereinigt hat, kann man mit der Rückseite, die ist glatt, stempeln. Damit habe ich den hellen Untergrund sozusagen gestempelt. Macht richtig viel Spaß, muss ich sagen. Und ist ein tolles Stempelset. Werde ich noch einiges mitmachen. So, aber fangen wir mal an. Ich stelle mal die Boxen hier so ein bisschen beiseite. Erstmal alles beiseite schieben. Fangen wir doch erstmal mit den Maßen an. Du brauchst Farbkarton in dem Maß 21 x 27 cm und dann noch Designerpapier, 2 Stück für das Dach oben drauf, in den Maßen 8,6 x 4,1, für die Seitenteile, für die länglichen, auch 2 Stück Designerpapier in 8,6 x 3,6 und für diese beiden Elemente nochmal Designerpapier in 7,6 x 5,6 und das schneiden wir dann nachher noch ein bisschen kleiner. So, wir fangen mit der Box an sich an. Dafür brauchen wir das Falz- und Schneidebrett und zwar in groß. Wir legen die lange Seite an und Platz hier finden und falzen einmal bei Falzen, nicht schneiden, bei 4 cm, bei 12 cm, bei 16, das ist bei dem Stampin' Up Brett hier genau diese Falz, oder diese Knickkante, bei 20,6 und noch einmal bei 25 cm. Dann drehst du das Papier, dass die kurze Seite oben liegt und die wird noch mal gefalzt bei 6 cm und bei 15 cm. So, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann legst du das Papier so vor dir, das sieht man jetzt leider nicht, aber wir haben hier eine 2 cm Falz, damit die rechts liegt. Und dann schneiden wir ein. Beziehungsweise ich zeichne erstmal noch was ein. Ich falze einmal alles, damit man das besser sehen kann. Wir müssen alle Linien einmal falzen. So, als Farbkarton habe ich hier Jade verwendet. Das kommt auch in dem Designerpapier vor. Arbeite ich eigentlich gar nicht so viel mit, aber finde ich jetzt hier richtig schön. Ist einfach ein toller maritimer Ton. So, jetzt sieht man das auch besser. Ich habe hier meine kurze Falzseite. Oh, da habe ich eine Kante vergessen. So. Hier haben wir ein großes Stück, das ist der Boden.
Hier haben wir unsere Seitenwände. So, zeichne ich mir hier einmal was ein, damit ich weiß, hier kommen gleich meine Klebelaschen hin. Also, schalte ich ja weg, dann mache ich das mal in groß. So, die 4 Stücke werden nicht mit abgeschnitten, da kommen nachher Klebelaschen raus. Das heißt, wir schneiden das einmal hier ein und auf diese Seite. Auch die Klebelasche. Und diese 3 Felder können dann komplett weg. So. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. So, dann haben wir schon mal die grundsätzliche Form von der Box. Und dann schneiden wir jetzt einmal schon mal die Klebelaschen. Einfach hier von dem hier ungefähr so ein Drittel ungefähr, würde ich mal sagen, stehen lassen. Das muss nicht ganz genau sein. So. Man sollte jetzt nicht so wie ich das hier so einzeichnen, damit da so Bleistiftlinien sind. Die mache ich jetzt einmal schnell weg. Die stören mich nämlich. Ist einfach ja nur gewesen, um zu zeigen für dich, wo das hinkommt. So, da das Klebelaschen werden sollen, schneide ich da auch noch kleine Flügelchen hin. So. Das hier wird hier oben, dieses kurze Stück ist unsere Einstecklasche. Die schneide ich auch so ein bisschen schräg, damit die sich leichter einstecken lässt. Das ist auch schon die Grundform. Und wir bekleben die jetzt erst, weil, kleiner Tipp, erst stempeln, dann aufkleben. Das habe ich bei dieser Box nämlich nicht gemacht. Ich habe das schön alles aufgeklebt und dann so, du willst es ja noch stempeln. Ja, das war ein bisschen schwierig, so mit Stempelblock als Gegenelement zum Drücken. Also immer erst stempeln, dann aufkleben. So, dafür drehen wir es einmal. Das große Feld braucht nicht gemacht werden. Das hier ist uns jetzt noch zu hoch. Deshalb markieren wir das jetzt noch. Ich zeige das hier einmal. Soll ja so dreieckig werden. Beziehungsweise an dieser Box sieht man es besser. Dafür habe ich einfach diese geraden Elemente gefalzt und eingeknickt. Dadurch hält das Dach auch ein bisschen besser und kann nicht so ganz tief einsinken. Dafür machen wir uns hier in der Mitte eine Markierung bei 4 cm auf beiden Seiten. Und von der Kante aus nochmal oben und unten eine Markierung bei 2 cm. Da, da und auf dieser Seite genauso. So, dann nehme ich meinen Aufhebhelfer mit der Falzbeine ist es ja nicht. Falzkugel, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Leg mein Lineal an diese beiden Markierungen, die ich habe. Und ziehe eine kräftige Falzlinie. Finde ich, geht auch ein bisschen besser hier mit dieser Kugel als mit einem normalen Falzbein.
So, das auf beiden Seiten. Gucken, dass das oben wirklich gut trifft. Sonst ist das Dach gleich nicht so richtig schön spitz. So, einmal die Markierung wieder weg. Wie gesagt, mittig bei 4 cm, seitlich vom oberen Rand 2 cm. Und dann knicke ich das einfach nach innen. Falz das nochmal kräftig mit dem Falzbein nach. So, dann habe ich alle Falzlinien. Ich habe mein Papier hier schon vorgeschnitten. Vorne und hinten, wie gesagt, 8,6 mal 3,4 cm. Ja, das klebe ich dann mit doppelseitigem Klebeband auf. Du siehst auch hier, ich habe mir das schon beschriftet vorher, damit ich weiß, was Seite ist und was oben ist, weil ich halt dasselbe Designerpapier genommen habe. Hier habe ich unterschiedliches genommen. Und kleben wir hier die Stücke einmal fest. Das Dach kriegt auch schon sein doppelseitiges Klebeband. Aber ich finde das eine richtig schöne Idee. Als ich das gesehen habe, wusste ich gleich, das muss ich auch mal machen. Da passt auch eine ganze Menge rein in so eine kleine Hausschachtel. Kann man auch schön machen, wenn jemand umzieht. Oder auch zu runden Geburtstagen finde ich das ziemlich schön. So. Das hier ist mein Dach. Gucke ich einmal. Ich habe es nämlich aus einem Stück geschnitten. Dann ist es so. Das Dach ist hier an der kurzen Falzkante. Das eine Element ist 1 mm breiter. Das erkläre ich gleich, warum ich das so gemacht habe. Aber erstmal kleben wir alle Elemente auf. So, wie gesagt, das hier ist ein seitliches Element. Auch. So. Hier passt das ja nicht, wenn wir das so draufkleben. Das heißt, wir müssen dieses hier auch noch mal einkürzen. Dafür habe ich, das Papier ist 7,6 mal 5,6 cm hoch. Ich habe mir also oben eine Markierung gesetzt bei 3,8, das ist die Hälfte, und seitlich wieder 2 cm. Das habe ich mit 2 Linien verbunden, sieht man hier. Und das schneide ich jetzt einfach ab. So, das zweite Element habe ich auch schon. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass ich hier dieses Hauselement oder dieses Holzelement nehme. Aber die Rückseite mit dem Goldglänzenden, da sieht man es so ein bisschen, gefällt mir besser. Deshalb ändere ich das jetzt einmal. Klebe das auch fest. Gucken, dass die Spitze oben schön befestigt ist, damit die nicht ausfranst. Wie gesagt, wenn du dieses Designerpapier, zum Beispiel diese Holzoptik, bestempeln willst, mach das, bevor du es aufklebst. Das ist wirklich, wirklich einfacher. So. Eine Seite. Ja, das ist schön. Das glänzt auch so schön wie das andere. Und ich sehe gerade, hier sind meine Faltlinien mal so richtig schlecht. Also da muss man wirklich aufpassen, dass die hier oben beide diese Mitte treffen und nicht irgendwie
viel zu viel in der Mitte über ist. So, aufgeklebt haben wir dann alles. Dann kann die Box auch schon zusammengeklebt werden. Kleine Hausschachtel. Kann man jetzt hier mit Flüssigkleber, ich nehme jetzt einfach hier doppelseitiges Klebeband, klebe ich auf die Laschen drauf. Schon mal auf alle 4. So. Ich fange da mit dem länglichen Stück an. Nehme schon mal alle Kleber hier runter. So. Und dann ist es wieder wie sonst auch, wenn man eine Schachtel klebt, so einmal ins Bild, dass diese Kante und diese Kante wirklich gut aufeinander kommen. Das kann man ganz langsam schieben hier. Mit Flüssigkleber kann man es natürlich dann noch ein bisschen besser verschieben. Aber dann nimmt jeder, was er am liebsten hat. So, wirklich gucken, dass die Kanten hier gut aufeinander sind. Und dann die andere Seite. So, wirklich hier ganz genau aufeinander. Das klebt dann gut. So, und diese Laschen sind jetzt dafür da, damit das... Hier habe ich es zum Beispiel abgeschnitten. Versehentlich, das war mein erster Typ. Da kann ich das Dach halt sehr tief reinstecken und krieg's nicht mehr so richtig gut raus. Das passiert mir hier nicht, weil es da einfach... Ich kann es natürlich auch, wenn ich Gewaltanwender reinstecken, aber es wird einfach vorher schon abgefangen. Ja, das war so die Box. Dann sagte ich ja noch, ich habe ja hier auf 20,6 statt 20,5 gemacht. An dieser sieht man es nicht so schön. An dieser sieht man es gut, da habe ich die Kante sehr gut gesetzt. Das kommt, wenn ich das hier messe und hier die Falzkante habe. Es ist diese Seite ist ein ganz kleines bisschen länger als diese, weil ich diese hier auch innen reinstecke. Deshalb habe ich hier oben die Falz um 1 mm versetzt und man sieht, die passt da oben perfekt drauf. Deshalb habe ich auch gesagt, darauf achten, dass das hier wirklich schön gerade ist, dass man wirklich die Mitte hier oben trifft. Genau. Oh, diese hier ist halt, wie gesagt, mir gerade nicht so gut gelungen. Es geht. So, das ist der Aufbau von der Box. Jetzt verzieren wir die noch. Ich habe hier irgendwo... Ja. Papierstück war ja 21 mal 27, das heißt, ich hatte unten noch einen kleinen Streifen über. Ein Jade, das habe ich dann auch mit Jade bestempelt, Ton in Ton. Und das klebe ich jetzt hier oben drauf, und zwar mit Abstandkleber, damit das so ein bisschen absteht. Und ich möchte es vorher noch ein bisschen verzieren. Dafür nehme ich aus der Reihe Bezaubernde Bucht noch die Perlenakzente hier. Und dafür immer eine Pinzette, um die abzulösen. Und heute, wenn wir es richtig schön glitzernd haben, da kommen mal ein paar mehr drauf. So. Ist auch so schön, die schimmern so. Sehen wirklich aus wie so kleine Perlen. Damit das nicht ganz so flach aussieht, nehme ich hier die Abstandkleber. Ordentlich festgedrückt. Ne? Nee.
Also diese Schnipseldinger, die fliegen bei uns durchs ganze Haus. Mein Mann hat sich auch schon fast dran gewöhnt, die immer zu finden. Ich weiß auch nicht, die machen sich immer selbstständig. Ist das bei dir auch so? So. Kommt das hier. Vielen Dank von Herzen, wenn man so ein Dankeschön mal macht. Ja. Das ist die kleine Hausschachtel. Ich hoffe, dir hat die Anleitung gefallen und du bastelst das nach. Wenn du es bastelst bei Instagram zeigen willst, mach ruhig den Hashtag Demo-Doppel dazu. Da freuen Angela und ich uns immer, wenn wir was sehen, wenn unsere Sachen nachgebastelt werden. Dafür machen wir es ja. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Lass mir auch gerne einen Kommentar da, ob es dir gefallen hat. Und abonniere auch meinen Kanal, falls du das noch nicht hast, damit du auch die nächsten Videos aus unserer Reihe sehen kannst. Dann bis zum nächsten Mal, deine Annalena.